Ja, hallo meine lieben Zuschauer. Willkommen bei Onkel Wuschel. Und endlich das Mittelmeer. Ja, ihr merkt, ich bin mal wieder unterwegs. Und naja, draußen scheint die Sonne und dementsprechend dunkel sehe ich dann immer aus. Aber na gut, ihr kennt das bei mir und es geht nun mal halt nicht anders. Wir starten dort, wo ich beim letzten Video aufgehört habe, im spanischen Hochland. Aber wir sind ja jetzt mittlerweile am Mittelmeer. Wir fahren parallel zum Mittelmeer. Jetzt glaube ich schon mittlerweile auf der AP7, von der ich euch ja erzählt habe. Und wir werden immer ein bisschen auch das Mittelmeer erhaschen können auf der rechten Seite. Ja, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es wesentlich besser zu sehen war, aber ganz zum Schluss, da kommen dann nochmal wirklich schöne Bilder vom Mittelmeer. Aber jetzt das Küstengebirge. Habe ich euch ja auch von erzählt. Und ihr seht, da sind Wolken. Das habe ich im Urlaub auch kennengelernt. Am Strand hatten wir immer schönes Wetter und haben wir dann hochgeguckt zum Küstengebirge. Na, da waren dort Wolken. Das hat uns aber nicht weiter wehgetan. Insgesamt hat man da an den Küsten nördlich und südlich von Barcelona eigentlich immer Sonnenscheingarantie. Ja, so wie hier jetzt. Und immer wieder diese schönen spanischen Städte oder Orte. So, von jetzt ab, schaut rechts, da kann man immer mal wieder einen Blick erhaschen auf das Mittelmeer. War schön, war echt schön. Ja, und dann auch diese sehr hellen Gesteine, an denen wir da ständig entlang kommen. Sieht irgendwie toll aus. Auch das hat mir sehr gefallen. Und wenn ich dann bedenke, dass diese Aufnahmen ja Ende Januar entstanden sind, oh, ich habe dem Winter eigentlich häufiger mal ein Schnäppchen geschlagen mit meinem Job. Und deswegen mag ich den auch so gerne. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch gefallen diese Bilder auch. Ja, ich sag ja, Onkel Wuschel zeigt euch, wie schön die Welt ist. Auch wenn es nur Europa ist. So, und immer mal wieder so mit dem Blick nach rechts werfen. Ja, man hat eigentlich nur mehr eine Ahnung, aber das Mittelmeer ist da. Wenn nicht die ganzen Bäume und Büsche davor stünden, könnte man es ja auch besser sehen. Tut mir leid, aber ich hatte eigentlich irgendwie in Erinnerung, dass auf den Aufnahmen das besser zu sehen gewesen wäre. Aber ich sitze da ja auch ein wenig erhöht und habe bessere Rundumsicht. So, was ihr links da seht, das ist so ziemlich einer der heftigsten Staus, die ich je gesehen habe. Waren bestimmt 20 Kilometer. Nochmal kurz zurück. Videos von mir. Ja, gefällt euch der Content? Dann lasst doch bitte ein Abo da. Und vergesst das Glöckchen nicht. Zurück zum Stau. Also wirklich 20 Kilometer etwa. Und ich habe dann auch gesehen, auf den Strecken rundherum, auf den Umleitungsstrecken, sah es nicht viel besser aus. Da quälte sich der Verkehr auch. So, und nun, wie versprochen, das Mittelmeer. Mittlerweile sind wir allerdings schon in Frankreich. Wir haben vor kurzem die Grenze zu Frankreich überschritten und hier konnte ich das Mittelmeer tatsächlich wesentlich besser sehen. Ja, und ihr dafür jetzt auch. Mit diesen wunderschönen Aufnahmen
vom Mittelmeer entlasse ich euch jetzt in den Restsonntag. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch gern mal bei mir wieder vorbei. Und bis dahin, wie immer, macht es gut. Ciao.